meine Lieben, heute zeige ich euch meine provisorische Hinterachse. Die ist fertig. Ob die funktioniert und das Gewicht aushält, habe ich noch nicht ausprobiert. Das wollte ich nachher mit euch zusammen testen. Dann zerlege ich noch die Hinterachse, damit wir was zum Pulvern haben. Viel Spaß! Bevor es losgeht, möchte ich mich bei euch allen für die vielen Likes und die vielen Kommentare bedanken. Ich habe es leider nicht geschafft, allen zu antworten. Aber keine Sorge, ich lese jeden einzelnen Kommentar. Und es hat mich echt ein bisschen überrascht, dass so viele Leute sehen wollen, wie ich einen Pulverofen baue. Das ist für mich natürlich Ehrensache, dass ich davon ein Video mache. Ich werde so eine Art Tutorial daraus machen, damit jeder, der sich auch so einen Pulverofen bauen möchte, es mit den einfachsten Mitteln und so günstig wie möglich nachbauen kann. Die Bleche für den Ofen habe ich auch schon da. Die zeige ich euch später. Aber jetzt zeige ich euch erstmal meine Hilfsachse. So, da ist sie. Ich bin jetzt auch keine zertifizierte Kesselschweißerin mit Schweißerpass, aber die Schweißnähte sollten halten. Schweißen ist auch nicht so meine Lieblingsarbeit. Die Grundkonstruktion war ja schon im letzten Video fertig. Da musste ich ja aufhören, da ich nicht genug von dem U-Profil hatte. Jetzt habe ich darunter die V-Konstruktion gebaut. So komme ich 20 cm tiefer. Ohne die würde die Karosse mit den kleinen Rädern auf den Boden schleifen. Dann habe ich hier drunter das Quadratrohr geschweißt. Und das Ganze mit Querstreben auf beiden Seiten verstärkt. Zum Schluss habe ich die 18er Gewindestange am Ende vom Quadratrohr verschweißt. Dann die beiden Muttern bis hier drauf geschraubt und gekontert. Dann kam die Scheibe und das Rad drauf. Und von der Seite die Scheibe und die Muttern drauf. Nachdem ich das Radlagerspiel eingestellt hatte, habe ich die auch gekontert. Und fertig war die Hilfsachse. Ob die das Gewicht aushält und auch so funktioniert, das will ich jetzt mit euch zusammen testen. Ich lasse das Auto jetzt runter und dann schauen wir mal. Sieht ja echt geil aus, oder? Nun kommen die rausgezogenen Radläufe richtig zur Geltung. Aber scheint ja alles zu halten. Mal gucken, ob man den Wagen auch bequem schieben kann. Geht super. Noch einen kleinen Belastungstest? Perfekt. Da habe ich ja alles richtig gemacht. Jetzt kann die Hilfsachsenproduktion in Serie gehen. Aber einen Nachteil hat die Achse schon. Schaut mal hier, was da steht. Not for highway use. Damit darf man jetzt nicht mehr auf der Autobahn fahren. Naja, irgendeinen Haken gibt es ja immer. Jetzt zeige ich euch mal kurz die Bleche. Die sind hier drin. Das erste, was auffällt, die sind nicht verzinkt. Und die haben so ein bisschen Rost an den Kanten. Ist aber alles halb so schlimm, denn einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das nächste, was den Waldstallprofis bestimmt auffällt, sind die Abmessungen. Solche Bleche sind normalerweise 1 Meter x 2 Meter, 1,25 x 2,50 oder 1,50 x 3 Meter. Die haben 1,50 x 2 Meter. Warum auch immer. Aber das passt mir ganz gut. Da baue ich den Pulverofen gleich auf 1,50 x 1 Meter. Da brauche ich nicht viel schneiden. Die haben eine Stärke von 1,2 mm. Das ist ganz gut. Je stärker die Bleche, umso länger halten sie die Wärme. Ich mache mir den nächsten Plan, dann besorge ich noch die Dinge, die ich noch brauche und dann kann es auch schon losgehen. Aber jetzt fange ich erstmal an, die Hinterachse zu zerlegen. Ich habe die Achse und die unteren Querlenker auf Holzklötze gestellt, damit man vernünftig arbeiten kann. Und wenn ich das Rad abnehme, bleiben mir auch noch die Schutzbleche heile. Als erstes nehme ich die beiden Stoßdämpfer ab. Da braucht man nur die beiden Schrauben hier mit einer 18er Nuss abschrauben. Die Räder ab. Nicht wundern, dass ich nur 4 Schrauben rausschraube, die Felgenschlösser sind schon raus.
Was noch wichtig ist, sprüht alle Schrauben mit gutem Rostlöser ein. Je länger der wirken kann, umso besser gehen die auf. Als nächstes nehme ich den Stabi ab. Dafür schraubt man die beiden Muttern und die beiden Schrauben mit einer 13er Nuss ab. Bei denen muss man mit einem 13er Schlüssel von hinten gegenhalten. Jetzt kommen die Bremssättel mit den Bremssattelträgern ab. Dafür schraubt man die beiden Schrauben mit einer 15er Nuss ab. Aber vorher entferne ich die Bremsschläuche. Die stören immer ein bisschen bei der unteren Schraube. Ich schneide die bei mir einfach durch, da ich alle Bremsschläuche sowieso neu mache. Nun kommen die beiden Bremsscheiben ab. Dazu schraubt man mit einem 6er Imbus die Fixierschraube hier ab. Und dann kann man sie einfach abnehmen. Wenn die nicht runtergeht, müsst ihr die Bremsbacken von der Handbremse zurückstellen. Wie das geht, zeige ich euch, wenn ich die Bremsscheibe abhabe. Dann kann man es besser sehen. Hier sieht man jetzt das Einstellrädchen für die Bremsbacken von der Handbremse. Damit stellt man die Handbremse ein. Wenn jetzt die Bremsscheibe nicht runtergeht, weil die Bremsbacken ziemlich weit auseinander gedrückt sind, kann man einen Schlitzschraubendreher durch ein Loch von dem Radbolzen durchstecken und das Einstellrädchen ein paar Mal nach unten drehen. Dann gehen die Bremsbacken zusammen und man kann die Bremsscheibe abziehen. Wenn die dann immer noch nicht abgeht, ist die festgegammelt. Dann müsst ihr mit dem Hammer ran. Nächster Schritt, die Antriebswellen raus. Dazu schraube ich zuerst die 6 Schrauben am Differential mit einer E12er Nuss ab. Dann die Mutter an der Radnabe. Dafür braucht man eine 30er 12-Kant Nuss. Die Mutter ist an 2 Stellen verstemmt. Die kann man mit einem Schlitzschraubendreher und einem Hammer zurückkloppen. Oder man hat einen kräftigen Schlagschrauber. Damit geht die auch so auf. Wenn alles ab ist, kann man die Antriebswelle nach hinten rausdrücken. Ich mache das mit meinem Newton-alten Abzieher. Jetzt nehme ich den Längslenker ab. Dafür schraubt man mit einer 18er Nuss die Mutter hier ab und hält mit dem 18er Schlüssel hier gegen. Beim unteren Querlenker das gleiche. Dann die Schrauben raus und den Längslenker abnehmen. Als nächstes schraube ich das Differential vom Hinterachsträger ab. Dafür schraubt man die Schraube, die und die mit einer 18er Nuss raus. Und dann hoffe ich, dass meine Holzkonstruktion nicht zusammenkracht. Na dann los! So, nun kommen noch die oberen Querlenker ab. Da schraubt man auch wieder mit einer 18er Nuss die Mutter hier ab. Und hält mit einem 18er Schlüssel von hinten gegen. Dann nehme ich noch den Schwingungsträger ab, auch wieder mit einer 18er Nuss. Und zum Schluss kommen noch die unteren Querlenker raus. Dazu schraubt man diese beiden Schrauben hier raus mit einer 18er Nuss. Und dann habe ich die komplette Hinterachse zerpflückt.
Schlamassel. Jetzt werde ich ein Teil nach dem anderen überholen. Das heißt, Gummilager auspressen, Sand strahlen, Pulver beschichten, neue Gummilager einpressen. Na, da habe ich ja noch ein bisschen was vor mir. Aber ich habe voll Bock drauf. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und bleibt alle gesund. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.